Tag 2 in Paris und ich zeige euch endlich das Frühstück in unserem Hotel. Es war wirklich ausreichend. Es war alles da. Man konnte sich Brot mit allem Möglichen machen. Müsli gab es, Nutella, Marmelade, Croissants, Baguette, Säfte aller Art, leckeres Rührei, Kaffee, Tee, alles, was das Herz begehrt. Also es war jetzt nicht so ein mega üppiges Frühstück, aber es hat komplett gereicht. Und hier seht ihr uns wieder Metro fahren. Ich finde, das ist immer so ein Erlebnis für sich. Ich finde es immer ein bisschen spooky. Hier haben wir die Nummer 12 Richtung Montmartre genommen. Währenddessen möchte ich euch natürlich noch erzählen, ob ich dieses Hotel weiterempfehlen kann oder nicht. Wenn man nur das Hotel betrachtet, Frühstück, Zimmer, das Gebäude, die Mitarbeiter, oh mein Gott, wirklich lohnt sich sowas von. Wir haben das Hotel auf Secret Escapes gebucht. Ich verlinke euch auch nochmal unten in der Beschreibung Secret Escapes, falls ihr es dort auch buchen möchtet, weil das Hotel war einfach mega, mega toll. Und das für den Preis, den wir bezahlt haben. Es war echt nicht teuer. 179 € pro Nacht hat es gekostet. Ist nicht mega günstig, aber ich meine, für den Preis war es schon echt in Ordnung. Ich glaube, in dieser Nacht hat auch Beyoncé ein Konzert gegeben, also dann, ja, bei solchen Veranstaltungen ist es sowieso super schwierig, irgendwie was Bezahlbares zu finden. Während du hier das wunderschöne Sacré-Cœur siehst, erzähle ich dir weiter so ein bisschen was zu unserem Hotel. Wie gesagt, das Hotel an sich mega, aber die Lage... Ja, ich wollte unbedingt etwas in der Nähe vom Gare du Nord, damit es halt am zweiten Tag einfacher ist, nach Hause zu fahren. War es dann auch, mehr oder weniger. Was aber schwieriger war, ja, die Umgebung. Die Umgebung, Leute. Ey, ich buche nie wieder was in diesem Arrondissement oder in der Nähe vom Gare du Nord. Es ist, ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen oder zu genau beschreiben, was sich da für Klientel rumtummelt, tagsüber und nachts. Ich bin auf jeden Fall froh, dass uns nichts passiert ist, weil das hätte, ja, schon passieren können. Und jetzt im Nachgang, ich habe auch gar keine Bewertung durchgelesen, beziehungsweise ich habe nur gelesen, ja, alles gut und so. Ich habe jetzt nicht so tief recherchiert, was es sich mit dieser Umgebung auf sich hat. Hätte ich das mal tun sollen, weil da habe ich im Nachgang nochmal herausgefunden, dass nachts oder abends selbst Uber sich nicht in diese Gegend trauen. Ja, war sehr, sehr blauäugig von uns, sage ich ganz ehrlich. Ja, und hier siehst du das wunderschöne Sacré-Cœur. Es war super heiß wieder, noch heißer als am ersten Tag. Auch sehr, sehr voll, wie du siehst. Aber trotzdem schön, das Ganze mal besichtigt zu haben. Ich habe den Hinweg nicht mehr genau gefilmt, denn es waren sehr, sehr viele Stufen. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr, meine Kamera in der Hand zu halten. Du wirst aber den Rückweg auf jeden Fall sehen und da wirst du ein ungefähres Gefühl dafür bekommen, wie anstrengend das Ganze auf dem Hinweg war.
Was macht die Basilika Sacré-Cœur eigentlich so besonders und interessant? Nun, zum einen die Lage und der Ausblick. Die Sacré-Cœur steht auf dem höchsten Punkt von Paris, nämlich dem Montmartre-Hügel. Er liegt etwa 130 Meter über dem Meeresspiegel und von dort hat man einfach diesen gigantischen Panoramablick. Wahnsinn, das ist einfach der beste Blick über die gesamte Stadt. Was den Bau betrifft, naja, die Sacré-Cœur ist eigentlich gar nicht so alt, wie man denkt. Der Bau begann 1875 und wurde 1914 fertiggestellt. Ich hätte gedacht, die ist älter, muss ich gestehen. Der Architekturstil ist byzantinisch-romantisch, was sie von den ganzen gotischen Kirchen in Paris unterscheidet. Und was natürlich besonders auffällig ist, ist das strahlend weiße Marmor. Wunderschön. Und diese große Kirchenkuppel, das ist nämlich die größte. Die Kuppel erreicht eine Höhe von 83 Meter und beherbergt damit eine der größten Glocken Frankreichs mit einem Gewicht von fast 19 Tonnen. Heftig! Weil wir keine Lust hatten, bis zur Mittagshitze dort zu bleiben, haben wir irgendwann wieder den Heimweg angetreten. Und hier siehst du, welche Treppen wir vorhin beim Hinweg hochgehen mussten. Ja, das waren einige Treppen, obwohl es sogar eine Art Aufzug, Gondel, ich weiß gar nicht, was das genau war. Es war wie so eine kleine Bahn, die da so hochfuhr. Aber da hätte man, glaube ich, Tickets für kaufen müssen, glaube ich. Wer da mehr weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Waren wir von da gekommen? Ich weiß nicht, ob das nicht zu weit unten ist. Wir können auch noch weiter runter. Oh, jetzt sind die Engländer wieder vor uns. Ah. Dieses Viertel nennt sich übrigens Montmartre, falls du es nicht wusstest. Das ist das künstlerische Zentrum von Paris und war im 19. und frühen 20. Jahrhundert Heimat vieler berühmter Künstler wie Picasso, Van Gogh und vielen anderen. Die Gegend war berühmt für ihre ganzen Künstlerateliers und das bohemhafte Leben. Die Basilika Sacré-Cœur habe ich dir gerade schon gezeigt und einiges dazu erzählt. Früher war Montmartre sogar ein eigenständiges Dorf, bekannt für seine Weinberge. Kann man sich das vorstellen? So viele Gebäude wurden hier mittlerweile gebaut. Und was macht Montmartre noch so berühmt? Natürlich das Moulin Rouge. Der weltberühmte Cabaret-Club, der 1889 in Montmartre eröffnet wurde und bis heute ein Symbol für das Nachtleben und die Unterhaltung der Gegend darstellt.
Du fragst dich bestimmt, wie man am besten in dieses Viertel kommt, beziehungsweise auch zum Montmartre, zur Sacré-Cœur. Du musst Metro Nummer 12 nehmen und in Abbesse aussteigen. Und sei gewarnt, es sind sehr, sehr viele Stufen hochzulaufen, wenn du dort mit der Metro ankommst. Es gibt auch Aufzüge, aber schau einfach mal selbst. Diese Karte wirst du übrigens jeden Tag brauchen. Ich empfehle sie dir ganz am Anfang deines Paris-Trips zu kaufen. Du kannst sie an zahlreichen Automaten eigentlich kaufen. Wir haben sie am Gare du Nord gekauft an einem Automaten. Hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, 2 Euro gekostet. Und du kannst sie super easy mit NFC und deinem Handy und der SNCF-App aufladen. Beziehungsweise es gibt noch eine andere App, mit der du das machen kannst. Mega einfach. Und das empfehle ich dir einfach, weil ja, du wirst die Metro nutzen und zwar ganz, ganz oft. Wo stand nochmal mit den Treppen? Ja, da müssen wir nicht hin. Oh, meine Beine sind so zittrig, Mama, deine auch? Ja, klar. Von den ganzen Treppen. Ich weiß das. Hier siehst du, dass es auch Aufzüge gibt. Der eine war defekt, das heißt, die Leute, die hochfahren wollten, konnten nur einen benutzen, was natürlich dann dauert, je nachdem, wie viele Menschen es sind. Und das war er auch schon, unser zweiter halber Tag in Paris. Wir sind dann nur noch auf dem Zimmer geblieben, haben uns etwas zu essen bestellt, denn um 17 Uhr noch was ging auch schon unser Zug zurück nach Hause Richtung Dortmund. Wenn dir dieses Video gefallen hat, folgt mir gern für mehr.